Viele der ganz bedeutenden Funde der Archäologie wurden bereits im 19. Jahrhundert gemacht, weil dort noch sehr viel Handarbeit auf den Feldern und in den Mooren stattfand. So ist es auch hier. Bei Schifferstadt wurde bereits bei Feldarbeiten 1835 dieser fantastische Goldhut nur wenige Zentimeter unter der Erdoberfläche gefunden. Der Goldhut stand auf einer schwach gebrannten Tonplatte und an dem Goldhut lehnten 3 Beile. Die Beile sind deshalb so wichtig, weil von den 4 bislang bekannt gewordenen Goldhüten der Goldhut von Schifferstadt der einzige ist, der durch solche Beifunde sicher datiert ist. Diese Absatzbeile datieren in die Zeit um 1400 vor Christus, als etwa gut 200 Jahre nach der Himmelsscheibe von Nebra. Der Goldhut ist aus einem etwa 300 bis 400 Gramm schweren Goldbrocken fein säuberlich geschmiedet worden. Ein Vorgang, der relativ schwierig ist, weil man immer wieder das Gold erhitzen muss. Man es aber nicht so heiß machen darf, dass es den Schmelzpunkt erreicht. Und wenn man es zu lange schmiedet und zu ungleichmäßig schmiedet, dann gibt es Risse. Das will man natürlich bei so einem Goldhut auch nicht. Der Goldhut wurde dann verziert, und zwar mit Leisten, die Zonen trennen, und dazwischen mit Kreisaugen bzw. mit so linsenförmigen kleinen Goldbuckeln. Das Verzieren ist ein relativ aufwendiger Vorgang. Dazu muss man den Hut mit Treibkitt füllen und von außen mit Punzen die Formen einschlagen. Die Hutkrempe besteht aus anderem Gold, ist auch dünner und möglicherweise erst später an den Goldhut angefügt worden. Was kann dieser Goldhut bedeuten? Der Name Goldhut sagt schon, dass die heutige Interpretation dahin geht, dass es sich um goldene Hüte von Priesterornaten handelt. In einer älteren Interpretation dachte man, dass es etwa die Bekrönung von Kultpfählen oder Ähnlichem sind. Wir sehen am Cape von Mold, dass es solche Priestergewänder tatsächlich gab. Aber man könnte sich gut vorstellen, dass diese Priester auch über goldene Gewänder verfügten, wie wir dies aus Wales kannten. Wichtig sind diese Goldhüte vor allem deshalb, weil Herr Kollege Mengin angenommen hat, dass diese Sonnen und diese Kreise Gestirne bzw. Sonnen und Mond repräsentieren und dass es sich hier um eine Art Kalender handeln kann. Offen gestanden ist dazu viel Rechenarbeit nötig, und die Mehrheit der Archäologen ist sich nicht so sicher, ob es sich hier tatsächlich um einen Kalender handelt oder eher um Zufälligkeiten. Die astronomischen Bezüge sind also nicht so zwingend wie bei der Himmelsscheibe von Nebra. Allerdings ist häufiger bei den anderen Goldhüten an der Spitze ein Stern dargestellt, wenn auch sehr abstrakt. Und das weist doch darauf hin, dass es zumindest, wie auch die Goldfarbe schon zeigt, einen Sonnenbezug hat. Ob es aber ein Kalender ist, ist bislang nicht absolut gesichert. Aber wir sehen, dass die Idee und die Vorstellung eines Sonnenkultes weitergeht und dass es offenbar eine mächtige Priesterkaste gab oder Könige gab oder Priesterkönige gab, die sich solch extravagante und außergewöhnliche Kleidung leisten konnte, um die normalen Gläubigen zu beeindrucken und um selbst von der Sphäre der Gläubigen zu entrücken in Richtung der Götter.